Willkommen zu einem Blick in unserem Alltag. Heute zeige ich euch unsere kleine Innenraumreinigung. Stichwort kleine Innenraumreinigung oder auch Unterhaltsreinigung. Dabei geht es darum, dass ein Fahrzeug, was an sich, ich sag mal, grundlegend einmal gepflegt ist, einfach nur einmal aufgefrischt wird. Das heißt, es geht hauptsächlich darum, Staub zu saugen, Staub zu wischen und die Scheiben zu putzen, dass das Auto einmal wieder fit ist. Es geht hierbei nicht darum, intensiv alle Ecken und Kanten zu reinigen, sondern wirklich die Unterhaltsreinigung, die du auch zu Hause machen kannst oder die wir als Standard bei jedem Kundenauto machen, sofern er nicht mehr nötig ist. Wir haben hier unseren Innenraumwagen, den benutzen wir immer, den haben wir einmal komplett so ausgerüstet, dass wir fast alles, was wir so bei einer Innenraumreinigung brauchen, dabei haben. Wir haben verschiedene Reiniger, auch verschiedene Dosierungen, also einen Allzweckreiniger, einen Innenraumreiniger, einen intensiven Reiniger für den Innenraum, Glasreiniger und einen Polsterreiniger, also alles, was man so brauchen kann. Der Staubsauger steht hier auch gleich mit drauf, griffbereit. Und dann haben wir eine Variation von allen möglichen Bürsten, Lampen, Kopflampe, Staubsaugeraufsätze, Pinsel, also alles, was man so regelmäßig braucht. Sofern es dann schmutzig wird, wird es einmal ausgetauscht. Das Schmutzige wird gewaschen, ein neues wird aufgelegt. Und dann hat man auch alles dabei. Auch ein Schmutzradierer, eine neue Packung Schmutzradierer. Also quasi ein komplett ausgerüsteter Innenraumwagen, sodass wir möglichst wenig hin und her laufen müssen während der Reinigung. So viel zur Vorrede. Wir kommen jetzt zur Innenraumreinigung und zeigen dir, wie wir vorgehen. Wir starten, indem wir das Fahrzeug einmal komplett ausräumen und in diesem Zug auch die Fußmatten rausnehmen. Mit denen geht es dann gleich weiter. Vorher bereiten wir uns die Bereiche so vor, dass wir danach gleich anfangen können. Das heißt, wir räumen alles von vorne nach hinten, alle Sitze nach vorne, alle Sitze umklappen, damit es dann gleich weitergehen kann. Zunächst zu den Fußmatten. Ich verwende da ganz gerne den relativ neuen Aufsatz für den Staubsauger zur Entfernung von Tierhaaren. Im Endeffekt hat er mehrere Silikonborsten, sage ich mal, die den Dreck gleich festhalten und die Fasern bewegen, sodass man wirklich gut bis in die Tiefe saugen kann. Am Ende geht es darum, dass die Matte einmal von Sand befreit wird. Da reicht auch ein normaler Sauger. Ich mache das halt ganz gerne so. Dann sprühe ich die Matte mit dem Textil- und Innenreiniger einmal feucht ein, bürste einmal durch, um einfach losen Schmutz zu lösen und so die Faser einmal mal ein bisschen zu reinigen. Wie gesagt, keine Intensivreinigung, kein Schamponieren, nur einmal feucht einsprühen, durchbürsten, danach wieder absaugen und wenn es zu feucht geworden ist, nochmal mit dem Mikrofasertuch abwischen. Wie gesagt, geht hier nur darum, dass wirklich die Matte einmal vernünftig aussieht, staub- und sandfrei ist und einfach wieder optisch was hermacht. So kümmere ich mich um alle Matten, bevor es dann an den Innenraum geht. Und da, wie schon angekündigt, bereite ich mir alles so vor, dass ich das Fahrzeug von hinten nach vorne durchreinigen kann. Das heißt, ich fange im Normalfall im Kofferraum an, den haben wir jetzt in diesem Fall nicht klassisch, arbeite mich dann nach rechts, dann vorne rechts, dann einmal um das Auto rum, hinten links, vorne links. Also ich mache mal einen Bereich komplett fertig. Das wirst du jetzt hier auch sehen. Nachdem ich mir die Sitze in Position gebracht habe, verwende ich so eine Innenraumleuchte. Die kann ich hier in die Gummis einhaken und habe einfach gutes Licht im Innenraum. Zusätzlich nochmal eine Kopflampe auf die Schädel gesetzt. Dann habe ich nämlich auch perfektes Licht genau da, wo ich hingucke, denn Licht ist auch hier bei der Innenraumreinigung definitiv das A und O. Wir starten mit dem Saugen und da gibt es einen kleinen Trick, damit der Saugschlauch nicht dauernd über die Einstiege rutscht oder ans Auto knallt. Entweder einfach zwischen die Beine klemmen oder einen sogenannten Fender Defender, also einen Kotflügelschutz verwenden, um ihn über den Einstieg zu legen. Hat den Nachteil beim Saugen, dass ich jetzt zwischen Sitz und Einstieg nicht saugen kann. Oder aber einfach einen wiederlösbaren Kabelbinder an die Hose und dort den Schlauch durchziehen. Kabelbinder entsprechend einstellen, dass sich der Schlauch halbwegs bewegen kann, ohne rauszufliegen. Dann hält man sich den auch vom Leib, beziehungsweise hält sich den am Leib und vom Einstieg und vom Lack weg. Ja, und so fange ich auch gleich an. Wir saugen von oben nach unten, also starten von der obersten Stelle, die wir absaugen können, gehen über die Sitze, die Mittelkonsole, die Einstiege, die Fächer, gehen da gleichzeitig mit dem Pinsel dazwischen bei, um halt wirklich gleich den Staub aus den Ritzen zu nehmen. Zwischendurch den Pinsel immer mit absaugen, weil der nimmt ja dann auch ein bisschen Staub auf. Immer wieder saugen, pinseln, halt im Endeffekt in jede Ecke und Kante reinkommen, damit da wirklich der Staub raus ist. Ich arbeite bewusst jetzt hier nicht mit Druckluft, dazu später mehr. Wie gesagt, wir arbeiten uns von oben nach unten durch, bis wir dann am Ende letztendlich im Fußraum angekommen sind. Da geht es dann mit dem Fugenaufsatz in die Ecken rein, in die Sitzschienen und unter den Sitz und die breite Fläche des Teppichs sauge ich dann mit einer Innenraum-Saugbürste, also mit so einem Bürstenaufsatz, weil dann die Fasern einfach hin und her bewegt werden und ich leichter an den Sand rankomme, der dort in der Tiefe steckt. Kleiner Hinweis noch beim Pinseln von Sitzschienen, guck vorher einmal mit Licht rein, ob da Fett drin ist. Sollte da Fett drin sein, nimm einen extra Pinsel zum Auspinseln, weil der ist danach natürlich klebrig, oder wisch das Fett einmal vorher raus. Wenn es ein altes Auto ist, achte darauf nachzufetten. Die meisten neuen Autos sind in den Sitzschienen nicht mehr wirklich doll gefettet, sodass man da einfach mit seinem Pinsel durchgehen kann. Dann geht es weiter, immer noch im gleichen Bereich. Ich will einen Bereich komplett fertig machen mit der Entstaubung der Oberflächen. Das heißt, ich sprühe mir mein Innenraumtuch mit Innenraumreiniger ein und wische auch hier wieder von oben nach unten alle Oberflächen einmal ab.
Sollte ich irgendwo einen Fleck entdecken, kann ich da punktuell nochmal mit dem Pinsel, Schmutzradierer oder der Bürste rangehen, aber es geht jetzt hier hauptsächlich um das Entstauben. Deswegen wird alles mit einem neutralen, milden Innenraumreiniger einmal abgewischt. Ist wie gesagt eigentlich eher ein feuchtes Staubwischen als jetzt wirklich ein Schmutz entfernen. Und das macht sich mit dem Tuch einfacher, weil der Staub dann nicht durch die Gegend fliegt, sondern gleich aufgenommen wird. Und der ein oder andere Dreckfleck wird auch gleich mit abgewischt. Wie gesagt, wenn ich was sehe, mache ich es natürlich punktuell mal mit weg, aber ist jetzt nicht unbedingt Ziel und Zweck dieser Aufbereitung. Wenn ich dann den hinteren Bereich fertig habe, putze ich noch die Scheibe gegebenenfalls, dazu kommen wir aber auch nochmal später und fahre mir dann alles so weit zurück, dass ich dann vorne rechts weitermache. Und auch hier geht es dann weiter mit dem Saugen von oben nach unten. Ich sauge den Sitz ab, arbeite mich vom Sitz runter im Bereich des Fußraumes, sauge dort alles weiter und auch immer hier mit meinem Pinsel als Unterstützung, damit ich wirklich in die Kanten komme. Nochmal kurz ein Hinweis zum Sitz, und zwar drück unbedingt die Kante zwischen Sitzfläche und Einstiegswange oder Sitzfläche und Sitzwange allgemein runter, denn da sammelt sich allerhand Dreck, allerhand Krümel, da geht nicht jeder ran. Und obwohl du da einmal so grob durchsaugst, ist in der Tiefe der Ritze immer noch Dreck. Das heißt, da wirklich gründlich arbeiten und einmal vernünftig aussaugen. Und auch nicht zu vergessen der Bereich zwischen Sitzwange und Mittelkonsole, dass du da halt wirklich vernünftig durchsaugst. Nötigenfalls kann man auch mal punktuell mit Druckluft ran, wenn man da wirklich gar nicht rankommt, und immer wieder den Pinsel zur Hilfe einsetzen, um jedes Staubkörnchen zu erwischen. Dann geht es auch noch weiter in die Mittelkonsole. Hier würde ich dir empfehlen, arbeite von der Seite, wo dein starker Arm ist. Also bei mir ist es die linke Hand, deswegen arbeite ich von der Beifahrerseite. Bei vielen wird es die rechte Hand sein und dann von der Fahrerseite. Ich pinsel alles mit der ultraweichen Bürste ab. Achtung, solltest du Klavierlack haben, kommt später nochmal ein Hinweis. Für alle Oberflächen, diese Bürste ist super weich und da pinsel ich alles gründlich ab und saug gleich nebenher, sodass der Staub nicht im Auto umhergewirbelt wird, sondern gleich eingesaugt wird, wie beim Rest des Fahrzeugs. Gleiche Prinzip. Arbeite mich im Endeffekt wieder von oben nach unten an den Armaturen durch, über das Armaturenbrett, Handschuhfach bis zur Türpappe auf der Einstiegsseite, und auch da pinsel ich jede Kante durch und sauge halt alles, was da sinnvollerweise zu saugen ist. Und dann auch hier der Wet Wipe, einmal das feuchte Staubwischen, alle glatten Oberflächen werden einmal abgewischt. Auch hier verwende ich einen Innenraumreiniger, der so keine Streifen und Schlieren auch auf lackierten Bereichen und auch auf Displays hinterlässt. Ist mir persönlich ganz wichtig, bei dieser kleinen Innenraumreinigung nicht noch dreimal nachwischen zu müssen. Bei einer Intensivreinigung ist das vielleicht anders, aber hier ist es wirklich wichtig, einmal rüberwischen und fertig. Und solange das Tuch nicht zu nass eingesprüht wird, also ich wechsle das auch nach der Hälfte des Fahrzeugs spätestens, ist das vollkommen ausreichend, um wirklich einmal rüber zu wischen, es zu lassen. Es trocknet tatsächlich streifenfrei ab, egal welche Oberfläche abgewischt wird. Letzter Schritt eines Bereiches, auch den mache ich einmal komplett. Beifahrerseite ist das Scheibenputzen, sodass, wenn ich hier die Tür zumache, den Bereich verlasse, ich wirklich komplett fertig bin und nicht nochmal wiederkommen muss, denn das spart Zeit. Einmal gesammelt, um das Auto rumzugehen, und wenn ich einmal rum bin, bin ich fertig. Das ist das Ideal. Manchmal funktioniert es nicht, manchmal muss man nochmal nachsaugen, aber in aller Regel sollte das funktionieren. Wenn ich dann zum Fahrerbereich komme, das ist dann quasi einmal rumgegangen, dann mache ich den hinteren Bereich und dann vorne zum Fahrer, puste ich beim Tachoglas und auch bei alten Navis, die halt wirklich leicht zerkratzen, vorher nochmal ausnahmsweise mit Druckluft durch. Am letzten Schritt Auto einräumen, Fußmatten wieder rein und du bist fertig und good to go. Bei unserer Innenraumreinigung kommen 3 verschiedene Pinsel zum Einsatz, je nach Oberfläche. Das hier ist der Grobreinigungspinsel, gerade wenn ich wirklich mal feucht reinige oder wirklich eine höhere Verschmutzung habe. Das hier ist mein weichester Pinsel. Der kann auch auf Klavierlack angewendet werden, auf Tachoglas, wenn es sein muss. Wobei ich die Oberflächen lieber vorher einmal mit der Tornado abpuste oder mit Druckluft abpuste, um dann mit dem zu arbeiten. Und das hier ist der, den ich am meisten benutze. Hast du auch gesehen bei der Reinigung, der hat halt schön lange Fasern, lange Borsten. Mit denen kommt man bis in die Lüftungsspitze, bis in jede Ritze und jede Spalte. Aber wenn man den doch mal ein bisschen kürzer braucht, kann man den auch verstellen. Ist relativ neu. Zieht man den hier hoch und dann hat man auch ein bisschen steifere Borsten, wenn man doch mal was scheuen muss. Machen wir tatsächlich nicht. Wir nutzen ihn in der längsten Form, um halt wirklich in jede Ecke und Kante zu kommen. Und damit bin ich wirklich super ausgestattet, wenn ich gerade bei der kleinen Innenraumreinigung nicht so viel mit Druckluft durch die Gegend pusten will, weil ich kann natürlich einmal mit dem Tornado alles durchpusten, aber das fliegt dann wieder in der Luft rum, dauert wieder eine Weile, bis sich absetzt. Und wenn ich das einmal aufpuste, den Innenraum mache, das dauert bei so einem Fahrzeug nicht länger als eine halbe Stunde, die Türen wieder zumache, ist nach einer Stunde später wieder Staub abgesunken und der landet dann wieder auf den Sitzen und ich muss noch mal saugen. Deswegen bei einer Intensivreinigung definitiv den Tornado oder die Druckluft oder auch Trockeneis einsetzen. Bei so einer kleinen, normalen Innenraumreinigung, wo alles entstaubt, alles einmal abgewischt wird und gesaugt wird, mache ich es lieber nicht. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn Fragen sind, in die Kommentare oder an info@autolackerkamp.de. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.